Der Bundeskanzler hat versprochen, jetzt wird alles gut, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das hat er gestern gesagt, und zwar in seiner Sommerpressekonferenz. Worum geht es? Um die Abschiebung, auch nach Syrien und nach Afghanistan. Leider konnte er oder hat es nicht gesagt, wie das denn dann konkret aussehen soll. In jedem Fall sollen aber alle Asylbegehren sehr, sehr viel schneller geprüft werden, um dann die nicht bleiben dürfen, auch wieder nach Hause bringen zu können. Bürgerdialog in Saarbrücken. Wann werde die Bundesregierung endlich ausländische Straftäter abschieben? So die Frage. Konkret Syrer und Afghanen. Der Kanzler versichert, bald werde man auch von solchen Rückführungen hören. Seien Sie sicher, wir haben sehr intensive Gespräche und versuchen das herzustellen, weil es Ihrem und meinem Gerechtigkeitsgefühl entspricht. Und deshalb müssen wir das auch durchsetzen. Müssen aber immer das auch hinkriegen im Hinblick auf die Regierung, wo wir es hinschicken müssen. Das ist ja die Aufgabe, aber daran arbeiten wir. Deutschlands Zuständigkeit Ende an der Grenze, so Scholz. Andere Länder müssten die Menschen zurücknehmen. Dies würden Sprücheklopfer nicht erwähnen. Im großen Stil müsse man abschieben, sagte der Kanzler in einem Interview im Oktober. Der Spiegel wies damals auf Hunderttausende Ausreisepflichtiger in Deutschland hin. Doch das Deutschlandtempo lässt hier viel Luft nach oben. 2018 gab es weit über 23.000 Abschiebungen, 2020 nur noch 10.800, 2022 dann fast 13.000, 2023 auch nur 16.430. Schuld sei der Schlendrian der Ämter, stellt der Kanzler fast trotzig fest. Dass wir die Verfahren in Deutschland massiv beschleunigen müssen. Und deshalb habe ich entschieden, dass wir mit dem Schlendrian und dem Aufgeben, das die letzten Jahrzehnte geprägt hat, einen Schluss machen. Fehlt eigentlich nur noch Basta. Man habe Grenzkontrollen eingeführt, so Scholz. Gefordert hatten dies unter anderem aber die Landesregierungen in Brandenburg und Sachsen. Bundesinnenministerin Faeser hatte sich monatelang dagegen gewehrt. Erst im Vorfeld der EM die Kontrollen angeordnet und siehe da, sie haben Erfolg. 8.300 unerlaubte Einreisen wurden verhindert, rund 1.100 Haftbefehle wurden vollstreckt. Nancy Faeser will die Kontrollen bis Jahresende allerdings wieder zurückfahren. Der Blick an die Grenzen über die Europameisterschaft hinaus hat gezeigt, dass tausendfacher Missbrauch der Freizügigkeit erfolgt, durch Kriminelle, aber auch durch illegale Migration. Deswegen ist es wirklich ein Sicherheitsrisiko, das die Frau Bundesinnenministerin hier selbst verursacht. Solange die EU-Außengrenzen löchrig seien, müssten die eigenen Grenzen geschützt werden, fordert die Union. Kontrollen gegen unerlaubte Einreisen und Abschiebungen, da kann sich die Ampel wirklich nicht mit Ruhm bekleckern. Oder anders gesagt, da ist noch viel Luft nach oben. Gerrit Sebald, hat denn der Kanzler so ein bisschen einen Ausblick gegeben, wie das denn besser werden soll? Gestern hat er nur gesagt, wir reden nicht drüber, sondern wir handeln. Und dann, liebe Presse, werdet ihr es auch erfahren. Weißt du da ein bisschen mehr? Ja, um fair zu bleiben, er ist zwar sehr, sehr unkonkret geblieben, aber eine Sache, die hat er schon angedeutet und die ist tatsächlich bemerkenswert. Und zwar hat er angedeutet, dass es Gespräche gebe, eben über die Thematik, wie bekommt man eben abgelehnte Asylbewerber oder auch straffällig gewordene wieder zurück in ihre Heimatländer. Dort soll es wohl Gespräche geben, vielleicht ja auch mit diesen Heimatländern, was eben bedeutet, man würde verhandeln mit Syrien oder man würde verhandeln mit Afghanistan, dass die dann wenigstens am Ende bereit sind, ihre Staatsbürger wieder zurückzunehmen, weil solange die das nicht sind, kann man in Deutschland so viel entscheiden, wie man möchte. Man wird die Menschen, so hart es klingt, einfach nicht los. Ein Flugzeug, das könnte eben nicht in Syrien landen, das könnte nicht in Afghanistan landen, wenn die eben nicht bereit sind, diese Menschen zurückzunehmen. Und was das aber in der Praxis bedeutet, mit diesen Ländern zu reden, das bedeutet in der Praxis natürlich, dass man mit den Taliban redet oder dass man mit Assad redet. Und das ist natürlich auch kein unumstrittenes Thema, auch nicht innerhalb der Ampelkoalition. Insbesondere die Grünen haben da schon öfters ihre Bedenken angemeldet, dass man solche Schritte eigentlich nicht gehen will. Das heißt, der Kanzler, der hat hier schon angedeutet, in welche Richtung es gehen soll. Ob
Und wie lange es dauert, das umzusetzen, das hat er allerdings nicht beantwortet. Er hat nur so ein bisschen Spannung aufgebaut und gesagt, so warten Sie es ab, da wird schon was kommen. Ja, und jetzt warten wir es ab und daran wird er sich wohl messen lassen müssen. Gerrit Sebald, danke für den Moment.